So, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Ellen Sünkler und ich freue mich, dass wir Sie und euch zur dritten Silicon Economy Coffee Break begrüßen dürfen. Für dieses Jahr erstmal die letzte, aber es geht auf jeden Fall im nächsten Jahr weiter. Und heute wird es auch noch mal richtig ernst. Ich habe mir meinen Kollegen Andreas Nettstretter eingeladen, unter anderem Mitglied im Development Office der Silicon Economy. Und wir wollen heute noch mal so ein bisschen mehr ins Detail gehen, was sich eigentlich technisch hinter der Silicon Economy verbirgt. Hallo Andreas, schön, dass du heute da bist. Hallo Ellen. Ihr habt natürlich wieder die Möglichkeit, im Chat auch Fragen zu stellen. Wir greifen das zwischendurch oder am Ende dann auf und beantworten die natürlich auch gerne. Die erste und wichtigste Frage für so eine Coffee Break ist ja, wie trinkst du eigentlich deinen Kaffee? Am liebsten mit viel Milch. Okay, danke. Dann können wir jetzt auch thematisch einsteigen. Und zwar, die Silicon Economy hat sich ja schon einiges vorgenommen. Welche Zielsetzungen gibt es denn konkret, vor allem auf der technischen Seite? Na, auf der technischen Seite haben wir eigentlich zwei große Ziele, die wir uns so gesteckt haben. Das ist zum einen natürlich, ich nenne es mal die Entwicklung der Silicon Economy Infrastruktur selbst. Das heißt, wir wollen einfach Elemente, Komponenten schaffen, die Unternehmen benutzen können, die andere Institute benutzen können, um selber an der Silicon Economy teilzunehmen. Und das Zweite, was wir gleichzeitig aufbauen, ist eigentlich unsere Open-Source-Plattform, worüber wir dann die im vorherig genannten entwickelten Komponenten zur Verfügung stellen und da uns auch sehr, sehr stark neben der technischen Seite, also wie müsste so ein Repository, nenne ich es jetzt mal, aussehen, auch damit beschäftigen, welche Prozesse müssen wir eigentlich einhalten, um wirklich qualitativ hochwertige Open-Source-Software zu veröffentlichen, zu pflegen und auch dafür zu sorgen, dass andere Leute die gerne benutzen und weiterentwickeln. Also man orientiert sich da schon auch an wirklich anderen großen Open-Source-Plattformen, die es schon gibt? Definitiv, da kann man viel lernen, viel sich abschauen, was gut funktioniert, aber es muss halt immer auch auf das angepasst werden, was wir machen wollen, und das ist jetzt gerade die Arbeit, das Aufbauen, das Anpassen, am Ende muss es zu uns passen. Okay, und wenn man jetzt so überlegt, wie so eine föderale Infrastruktur dann am Ende funktionieren soll, welche Bausteine sind da eigentlich die wichtigsten? Was steckt dahinter? Ich stelle mal so ein bisschen das Stichwort Broker, was vielleicht dem einen oder anderen auch schon mal begegnet ist hier in den Raum. Genau, mit den Brokern, die sind eigentlich, wie der Name schon sagt, das vermittelnde Element in der Silicon Economy. Aktuell sehen wir da drei Bereiche. Vielleicht kommen noch welche dazu, aber drei sind ganz konkret auch in der Entwicklung. Das ist einmal der IoT-Broker. Er vermittelt als Broker quasi zwischen, ich sag mal, der physischen Welt und unserer Silicon Economy. Das heißt, hierüber läuft die Kommunikation mit Sensorik, Aktorik. Wir haben ja so Beispiele auch vom Institut wie den Low-Cost-Tracker oder andere Entwicklungen, wo tatsächlich kleine, energiesparende Geräte irgendwo auf der Welt unterwegs sind und sich dann natürlich trotzdem bei dem Unternehmen zurückmelden müssen. Und der IoT-Broker stellt nicht nur die Verbindung her, sondern er kümmert sich da auch um weitergehende Themen wie zum Beispiel Skalierung. Was passiert, wenn ich von 100 auf 100.000 von diesen Geräten hochgehe, dass dann auf einmal mir nicht die IT um die Ohren fliegt, sondern dass der IoT-Broker diese Skalierung kann, bestimmte Datenfiltereigenschaften und sowas erfüllen kann. Okay, dann hast du noch zwei andere genannt. Einmal den Blockchain-Broker. Was steckt da eigentlich dahinter? Genau, der Blockchain-Broker, auch der soll so eine vermittelnde Funktion nehmen. Beim Blockchain-Broker vor allem immer dann, wenn es um Finanztransaktionen oder um Vertragsabschlüsse geht. Das heißt, er soll eigentlich den Unternehmen einfache Möglichkeiten zur Verfügung stellen, zum Beispiel über Kryptowährung oder Mikroschuldverschreibung oder was auch immer man dahinterlegen möchte, bestimmte Dienste abzurechnen oder Tauschprozesse abzurechnen. Und zum anderen darüber auch Smart Contracts abzuschließen. Das heißt, wir wollen halt da direkt ermöglichen, die Blockchain einfach nutzbar zur Verfügung zu stellen und darüber zum Beispiel Services in der Silicon Economy zu buchen, nachher zu bezahlen. Ja, eigentlich so dieses ganze finanzielle, vertragliche darüber abzuwickeln. Okay, und dann last but not least ein Logistics Broker. Genau. Was soll er mal tun? Der Logistics Broker, trägt es ja bereits im Namen, ist so die engste Verknüpfung zur Logistik. Das heißt, der vermittelt auch und soll eigentlich die logistischen Dienste miteinander verbinden, beziehungsweise überhaupt erstmal ermöglichen, dass ich logistische Dienstleistungen, logistische Prozesse oder auch reine IT-Services
zum einen finden kann, dass ich sie nutzen kann, dass ich sie im Idealfall auch nachher miteinander verknüpfen kann. Und das sieht zurzeit einfach so aus, dass wir verschiedene von solchen Services entwickeln und dass der Logistics Broker uns zum Beispiel ermöglicht zu sehen, wie muss so ein Service beschrieben werden, dass ein Logistiker ihn versteht, dass er ihn auch nutzen kann, dass auch klar wird, was brauche ich eigentlich vor diesem Service, was brauche ich so nach diesem Service. Das heißt, da geht es vor allem darum, in die Silicon Economy die Logistik reinzubringen, also eigentlich das Kernstück von unseren Entwicklungen. Okay, du hast es gerade schon so ein bisschen angerissen, das Stichwort Services. Wir beschäftigen uns jetzt ja natürlich nicht nur mit diesen 3 verschiedenen Varianten von Brokern, mit den verbindenden Elementen, sondern wir haben im Silicon Economy Logistics Ecosystem Projekt, das vom BMVI gefördert wird, auch über die gesamte Projektlaufzeit Entwicklungsprojekte laufen. Welche technologischen Entwicklungen stecken da drin und welchen Stellenwert nehmen die eigentlich ein? Genau, unsere Entwicklungsprojekte, die wir ja tatsächlich auch dynamisch Jahr für Jahr anpassen und neu definieren können, die sollen eigentlich so ein bisschen die initiale Startphase abbilden. Das heißt, damit füllen wir ja, unser Repository oder unsere Entwicklung mit konkreten Anwendungsfällen. Es gibt da ganz viele Beispiele. Ein sehr schönes, weil es wirklich aus der operativen Logistik ist, ist so ein Entwicklungsprojekt, was sich mit Palettentausch beschäftigt. Da ist einfach ganz klassisch der Tauschprozess im Mittelpunkt. Ich komme irgendwo hin, liefere meine Paletten an, nehme Leerpaletten vielleicht mit zurück und diesen Prozess, der heute tatsächlich hauptsächlich manuell abgehandelt wird, den zu digitalisieren und irgendwie so darzustellen, dass man sagen kann, okay, das ist ein typischer Logistikprozess, den haben wir jetzt mal auf der Prozessebene definiert, den haben wir in der IT über eine Referenzimplementierung umgesetzt, dass wir den zur Verfügung stellen und über diese konkreten Anwendungsfälle, die wir wirklich, ich nenne es mal exemplarisch umsetzen, auch zu zeigen, okay, wie binde ich denn jetzt, wenn ich zum Beispiel diesen Tauschprozess in der Blockchain dokumentieren will, wie binde ich denn jetzt die Komponenten des Blockchain-Brokers mit ein? Wie nutze ich denn überhaupt so eine Blockchain und wie fügt sich das am Ende eigentlich zu diesem Gesamtbild zusammen? Das heißt, es dient dazu, unsere eigenen Entwicklungen zu veranschaulichen und gleichzeitig entwickeln wir so eine Art Referenzservices für die Logistik, wo man sehen kann, so könnte die Silicon Economy in Zukunft funktionieren. Also ganz klar auch Beispielanwendungen für die Industrie, wo man wirklich mal sehen kann, was tun eigentlich dann letztendlich die verbindenden Elemente, welche Mehrwerte schaffen sie. Fragen haben wir aktuell noch keine. Dann mache ich mal erstmal weiter, wenn man jetzt mal schaut, wie passt denn dann die ganze Silicon Economy Plattform? Wir haben in der letzten Silicon Economy Coffee Break schon ganz viel über Plattformökonomie, Open Source gesprochen und gehen ja auch mit dem Slogan so ein bisschen raus, 100% Open Source. Wie passt das zu den anderen Entwicklungen? Das passt insoweit sehr, sehr gut, weil wir wirklich ich nenne es mal wieder unser Repository, unsere 100% Open-Source-Plattform in den Mittelpunkt stellen und sagen, das soll während des Projektes und auch nach dem Projekt und eigentlich auch für alle anderen Projekte, die wir zukünftig am IML machen, so der Punkt sein, wo sich unsere Ergebnisse sammeln werden, wo wir unsere Ergebnisse mit anderen teilen und auch hoffen, dass wir darüber Kooperationen ermöglichen, vielleicht auch auf neue Ideen kommen, aber immer wieder zu sagen, alles, was wir machen, das machen wir nicht für die Forschungsschublade, wo wir, wenn wir fertig sind, es reinschließen und vielleicht nochmal in irgendeinem Umsetzungsprojekt wieder rausholen, sondern dass wir sagen, wir stellen es direkt zur Verfügung, wir diskutieren mit der Industrie darüber und bauen uns nach und nach quasi wirklich eine Art Baukasten auf, wo wir ganz viele Services, ganz viele technische Umsetzungen und da gibt es auch Beispiele für so Open-Source-Technologie-Stacks, die jetzt nicht von uns kommen, aber wo wir eigentlich zeigen können, wie kann so aktuelle IT-Technologie in der Logistik genutzt werden und da auch den Logistikunternehmen so ein bisschen Anwendungsbeispiele geben wollen, dass sie da reinschauen können, nachgucken können und dann hoffentlich mit uns gemeinsam vielleicht einen Schritt weitergehen und neue Services entwickeln, die über das hinausgehen, was da dann zu finden sein wird. Ich glaube, das macht es am Ende dann auch nur erfolgreich, ne? Wenn es dann irgendwann skaliert. Dafür brauchen wir auf jeden Fall die Industrie. Daher auch an Sie unbedingt die Einladung, wenn Sie Ideen haben, auf uns zuzukommen, mit uns gemeinsam zu entwickeln, uns aber auch immer ein wenig zu challengen und unsere Entwicklung. Also wir wollen es auch ganz klar mit der Industrie spiegeln, um da letztendlich auch das zu entwickeln, was den Bedarf eigentlich trifft. Ich habe noch eine letzte Frage.
Immer mit ein bisschen einem Schmunzeln. Are you a Silicon Economist? Yes, I am. Das ist sehr gut. Für alle, die interessiert sind, auch ein Silicon Economist zu werden, die lade ich gerne ein, mal auf silicon-economy.com zu schauen, sich für unseren Newsletter anzumelden. Da werden wir auf jeden Fall auch die neuen Termine für die Coffee Breaks im nächsten Jahr veröffentlichen. Damit endet unsere kleine Silicon Economy Coffee Break Reihe für dieses Jahr, aber wir sind, wie gesagt, auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder dabei. Ihnen wünsche ich auf jeden Fall schon mal eine ganz schöne Weihnachtszeit und kommen Sie gut ins neue Jahr. Ich freue mich, wenn wir uns dann nochmal wiedersehen oder Sie nochmal zuschauen bei unseren Coffee Breaks. Und ansonsten LinkedIn und Twitter gerne uns folgen. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Austausch. Alle sind herzlich eingeladen und wünsche dann ein gutes Restjahr und bis ins nächste Jahr.